Heute haben wir eine Sendung für die Bruce Willis unter uns. Also die die-hard Pugfahrer, die auch im Winter fahren. Das sind die echten Pugfahrer. Ne? Im Winter, da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Und da will ich gerne ein paar Tipps teilen, sodass man auch im Winter echt safe fahren kann natürlich. Das Wichtigste eigentlich sind die Reifen. Ne? Und wieso? Das ist dein einziges Kontakt mit der Straße. Also im Winter, wir wissen das alle. Wir haben Nässe, wir haben Nebel, wir haben Blatt von Bäumen natürlich, ne, auf die Straße. Und dann haben wir noch gar nicht geredet über Schnee, Eis. Reifen müssen natürlich in guter Kondition sein. Also nicht zu alt, kein Verschlies, nicht glatt. Was ich immer mache im Winter, ich fahre nicht viel im Winter, das sage ich ehrlich. Aber so ab und zu bei gutes Wetter, aber Straße ist dann nass natürlich, da kann Schnee sein, da kann Eis sein. Ich mache die Reifenspannung immer etwas niedriger. Also normalerweise fahre ich immer mit 2 Bar. Mache die Reifenspannung etwas niedriger. 1.7, 1.8. Man hat dann etwas mehr Griff an die Straße. Gut, zum Wartung. Hier sind anodisierte Felgen drin. Man hat natürlich diese Gussfelgen, da muss man eigentlich nicht so viel machen. Aber wenn man zum Beispiel Speichenfelgen fährt mit Chromfelgen, ja, dann ist es wichtig, dass ein bisschen Fett an die Felgen ist, sonst kommt Rost. Man hat natürlich Salz, sauerfreie Vaseline geht auch super. Man kann natürlich auch Textil nehmen für alle Chromteile. Ne? Das gilt nicht nur für Felgen, aber da kommen wir später drauf, ne? Auf die Rest der Chromteile. Aber das Problem mit Textil ist, da ist man im Frühling, wieder muss man an die Arbeit mit einem Lösemittel und ja, ich finde das immer ein bisschen, normalerweise ein bisschen WD-40 ohne Probleme. Das wird natürlich schmutzig, ne? Aber im Frühling kann man das alles wieder abwaschen und dann ist alles noch immer wie neu. Zum Thema Achsen. Hier sind natürlich diese einzelnen Kugeln drin. Man kann, wenn das im Sommer nicht gut ist, es ist eigentlich eine normale Wartung auch. Ne? Aber speziell im Winter rate ich immer, nehme die Achse raus, neues Fett in die Kugeln, wieder zusammenbauen, kein Problem. Spritzwasser und Salz sind echt Feinde von Kugellager oder Lagerschalen. Bremsen, ja, im Winter, man muss natürlich etwas früher bremsen. Man nutzt die Bremsen einfach etwas mehr als im Sommer. Also Bremsen müssen einfach gut in Schuss sein. Das ist logisch, oder? Dann kommen wir eigentlich hier zum Schutzblech. Ich finde es nicht so schön, aber unsere universale Spritzlappen, also diese Spritzschutz, die kann man hier am Schutzblech machen. Das ist einfach universal. Die sind etwas breiter als eine Original Puch-Spritzschutz. Ja, ich finde die einfach super, weil Spritzwasser am Motor, am Kerzenstecker, nicht mehr gut. Kommen wir gleich noch dazu natürlich. Dann sind wir hier hinten angekommen. Da ist eine Kette drauf. Ja, sonst geht nicht, ne? Da muss man treten. Kette, ja, am besten speziell im Winter ein bisschen extra einfetten oder einspritzen mit diesem flüssigen Sprühfett. Absolute Klasse, dann geht das Jahren mit, ohne Probleme, auch im Winter. Aber es ist wichtig, gutes Fett zu nutzen. Kettenfett ist wichtig. Hier auch wieder Bremsen natürlich, speziell im Winter. Man bremst dann ein bisschen mehr mit die hinteren Bremsen. Normalerweise im Sommer, ich bremse fast nur vorne. Dann sind wir beim Motor angelangt. Motor im Winter funktioniert genauso wie im Sommer. Aber mit diesem Spritzwasser und Salz, man kann ein bisschen extra Wartung machen. Ne? Speziell wenn man viel fährt, Kerzen ersetzen, Kerzenstecker, das ist eine wichtige. Hier beim Kerzenstecker, ich sehe viele Leute, die fahren ohne diese Gummi. Ja, das im Winter ist das keine schlaue Idee. Wenn da hier Wasser reinkommt, ja, dann bekommt man Zündfehler und Zündfehler, ja, man steht still im Dunkeln, na, also keine gute Idee. Also eine gute Kerzenstecker ist einfach wichtig. Weiter normale Ölwechsel, logisch, kann man im Winter extra machen, aber wenn man das im Sommer gerade gemacht hat, ist das nicht absolut notwendig. Aber ich mache das immer. Gut, zum Thema Vergaser und Luftfilter. Wenn du mit so einem Filter fährst, das ist super schön. Schneller Setup natürlich, ein Ghilardonie. Die meisten fahren mit Original Luftfilter. Die sitzt hier hinten, diese Seitenverkleidung. Aber mit diesem Filter, wenn man ein Filzfilter fährt, dann ist das Beste, das einzuölen. Ja, ich finde das nur so. Also im Winter mit Originalfilter ist eigentlich die beste Idee. Ne?
Chromteile. Wir sehen hier ein Lenkkopf. Hier noch mehr Chromteile. Na, diese Chromteile einfach genauso wie eure Felgen machen, ein bisschen WD-40, ein bisschen säurefreie Vaseline drauf. Aber zum Beispiel diese Lenkkopflager, und das Wort sagt das schon wieder, genau wie die Lager im Rad, wenn das gut eingefettet ist, kein Problem. Aber im Winter, ich mache immer so ein bisschen extra Fett dran. Lenkrauch, Chromteil kann man einfach mit ein bisschen WD-40 oder säurefreie Vaseline machen. Hier hat man Gashebel und diese Baudenzüge. Na, Baudenzüge im Winter immer ein bisschen extra Fett dran. Genau selbe Ursache, Salzwasser und so weiter. Und hier am Gas genau dasselbe. Ich muss auch wieder schmieren, siehst du das? Na, also Gas ausbauen und hier unten am Lenker ein klein bisschen Fett machen. Dann funktioniert das einfach wieder einwandfrei, kann kein Wasser dabei, kann kein Salz dabei. Probleme weg. Gut. Okay, und dann noch eine sehr wichtige, Jungs. Sichtbarkeit. Im Winter, es ist natürlich dunkel im Morgen, es ist früher dunkel am Abend. Beleuchtung, sehr wichtig. Bitte, Jungs, guck das alles gut nach. Ist sehr einfach zu machen natürlich. Oder wenn du fährst, nimm eine extra Birne mit. Vorne oder hinten, egal. Aber das ist echt super, super wichtig. Beleuchtung muss echt gut sein. Auch für die Polizisten natürlich. Oder die sehen dich nicht und die fahren so von hinten Mofa platt. Also keine gute Idee. Wenn du mit einer Chromauspuff fährst, eine schwarze Auspuff oder eine Rohauspuff, wie ich, dann ist es sehr anzubefehlen, dass jedes Mal, wenn du gefahren hast, reinigen diese Rohauspuff, eine Chromauspuff. Ja, da kann man ein bisschen Fett in die Ecken überall machen. Das ist ein guter Tipp, das würde ich machen. Ich habe das jetzt hier, kannst du sehen, wir haben einmal im Regen gefahren, wir haben Probe gefahren und dann sieht man Flugrost. Na, Flugrost ist noch kein Problem, aber soll ich es zeigen? Kameramann, soll ich es zeigen, wie man das macht? Oh, gut, warte mal. Man nimmt ein Tuch, man nimmt ein bisschen WD-40 und man reibt den Auspuff einfach überall, ganz nett. Hinterseite nicht vergessen, Jungs. So, und hier, hopp, gut in die Ecke. Und dann bleibt so ein Auspuff, echt wahr, die bleibt eigentlich, schau mal, was da von dieser Auspuff kommt. Und dann bleibt eigentlich so eine Auspuff, ja, fast wie neu. Aber man muss das eigentlich, ja, ich mache das normal. Ich bin das einmal vergessen, ne? Und du siehst, was passiert. Glücklicherweise nur Flugrost, aber man muss das einfach machen. Gut, zum Abschluss. Was kann man noch mehr machen mit Lack? Lack ist natürlich auch wichtig, auch im Winter. Salz alles, ja, ich nehme einfach eine billige Autowachs. Ne, so eine billig Scheiß, macht nichts. Und ich putze das wieder, ja. Mit einer Radlook muss man nicht putzen, ne? Aber mit meiner normalen weiße Puch, die da steht, ja, wenn ich fahre im Winter, dann wird es erst geputzt. Also mit scheiß normale Autowachs ein bisschen drauf machen, wieder nett ausputzen, dann ist auch deine Lack ist versiegelt und auch da kein Problem im Frühling mit Flugrost oder überhaupt Rost. Einfach super. Also, Jungs, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn da noch Fragen sind oder Tipps oder ich bin etwas vergessen, ne, das kann auch sein, ne? Schreib das hier bitte in die Kommentare oder schreib eine E-Mail an info@puchshop.de. Wir brauchen noch Abonnees. Drücke auf den Klingel, dann bekommst du eine automatische Notifikation, wenn ein neues Video online geht. Und dann sehen wir einander das nächste Mal. Ciao!